Zeit an Weihnachten. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt oder hattet heute einen super schönen Weihnachtsabend und ja, ich mache heute einfach mal ASMR vor meinem Weihnachtsbaum. Ihr wisst ja, ich mag dieses ASMR am Strand, ASMR überall und jetzt halt ASMR vor meinem Weihnachtsbaum. Genau. Ich habe hier eine Triggerkiste zusammengestellt und das werde ich jetzt alles mal nach und nach benutzen und dann noch ein bisschen mit euch über dies, das und jenes quasseln. Und genau. Ich weiß gar nicht, womit wir starten sollen. Ich bin leicht überfordert gerade. Nee, ich starte einfach mal mit diesem Trigger. Ich dachte mir, der passt heute wegen der Kälte. Er sieht so schön eiskalt aus. Ich wollte eigentlich so viel sagen, aber das ist sofort, wenn ich die Kamera anmache, direkt weg. Aber meistens kommt das im Laufe des Videos alles nach, was ich noch sagen wollte. Fällt mir dann wieder ein. Könnt ihr übrigens meinen Mitbewohner sehen? Der Lebkuchenmann. Ich muss auch sagen, es ist recht ungewohnt für mich, eine bunte Lichterkette an dem Tannenbaum zu haben. Früher in meiner Kindheit hatten wir immer ja, dieses gelbe normale Licht, aber keine bunte Lichterkette. Es ist aber auch irgendwie schön, so seine eigene Tradition zu erschaffen. Und das erinnert mich auch total so an die amerikanischen Weihnachtsbäume. Mein Hund ist hier übrigens, falls ihr gerade was schnuppern hört. Ja, und natürlich mit den Standardfarben Rot, Grün, bisschen Gold. Das finde ich so am schönsten. Ich muss auch sagen, das ist dieses Jahr mein erster eigener Weihnachtsbaum. Vorher hatte ich nie Weihnachtsbäume, als ich alleine gelebt habe. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich irgendwie auch am meisten dekoriert. Keine Ahnung warum, aber ja. Ich würde eigentlich gerne den Ball aufs Mikrofon drücken, aber ich habe hier so einen provisorischen Ständer gebaut. Ich glaube, das wird umfallen. Es klingt auch ein bisschen wie Schritte durch Schnee. Okay, machen wir mal weiter. Ich habe noch genug
übrigens auch immer noch am Überlegen, ob ich meine Vlogs jetzt auf Englisch oder Deutsch mache. Ich weiß, es sind einige hier, die wollen die deutschen Vlogs sehen. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass auf meinem englischen Kanal die Vlogs auch immer sehr gut angekommen sind. Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, weil einerseits bin ich natürlich Deutsch, meine Muttersprache, aber andererseits möchte ich irgendwie mit meinen Videos auch so viele Menschen wie möglich natürlich erreichen. Klar, ich mache das alles, weil es mir ultra viel Spaß macht, aber trotzdem fände ich das schön, wenn auch meine englischsprachigen Zuschauer meine Vlogs verstehen, weil ich ja nun mal einen Hauptkanal habe, der hauptsächlich Englisch ist. Ich mache auch ein paar deutsche Videos hin und wieder, aber eigentlich ist es ja so mehr Englisch. Und es ist auch geil, bei so Vlogs nicht nachdenken zu müssen, einfach drauf loszureden. Also, was die Sprache betrifft. Ja, aber wie gesagt, ich fände es auch irgendwie schöner, wenn das mehr Leute verstehen würden. Ich versuche auch jedes Mal Untertitel zu schreiben, aber das ist ja immer was anderes, wenn man das Video in Sprache guckt und nicht nur mit Untertiteln. Und man könnte auch einfach sagen, mach das, was dir Spaß macht, mach das, was du willst. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja. Und ich muss leider wirklich sagen, es tut mir leid, aber es sind nicht alle so. Ich bekomme auch ganz, ganz viele liebe Kommentare. Aber manche deutsche Kommentare, die gehen einfach gar nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwie manche Leute einfach nur triggern wollen oder ob die teilweise wirklich so doof sind. Aber irgendwie habe ich das auf dem englischen Kanal nicht. Klar, da kriege ich auch hin und wieder dumme Kommentare. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Deutschen einen irgendwie möglichst doll persönlich angreifen wollen. Keine Ahnung. Aber ich weiß es wirklich noch nicht. Die kleinen Sterne, Sterne, Sterne. Lass uns mal weitermachen. Oh, falls ihr etwas zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ja, also eure Geschenke. Ich verschenke dieses Jahr 1, 2, 3 Reisen. Und ich finde, das ist irgendwie das Schönste, was man verschenken kann. Ja, das bedeutet einfach Zeit mit dem anderen verbringen und Erinnerungen schaffen. Ja. Und meiner Mutter schenke ich auch was richtig Süßes. So ein Pulli mit dem Bambi drauf. Ich weiß nicht, ob die das so kindisch findet. Aber als ich mit ihr auf Campertour war, hat die so eine Bluse schön gefunden, die sich auch gekauft hat. War das eine Bluse? Ein T-Shirt mit Bambi drauf. Und dachte ich mir, okay, jetzt brauchst du noch einen Pulli mit Bambi und einen Schlafanzug mit Bambi.
musste das hier provisorisch aufbauen. Jetzt habe ich es berührt und jetzt ist... lassen wir es einfach so. Okay. Ich wusste es genau, wenn ich das jetzt anfasse, ist es vorbei. Ich hoffe, das hält so. Hier ist die Shiny, komm mal her. Zeig dich mal. Ja. Okay, also. Wir haben hier immer das Parfüm. Leg dich hin. Casa Morati Lira. Und das ist einfach so ein schöner Duft. Das ist so richtig vanillig. Richtig vollmundig vanillig. Und riecht total so süß nach Süßigkeiten. Und einfach perfekt für den Winter. Wenn ihr mal die Chance habt, daran zu riechen, macht das mal. Es lohnt sich. Und für die Leute unter euch, die es ein bisschen außergewöhnlicher wollen, habe ich einen Duft von Zoologist namens Snowy Owl. Der sieht so aus. Das ist ein so besonderer Duft. Zoologist macht Parfüms von verschiedenen Tierarten, die nach dem Habitat von den Tieren riechen sollen. Und Leute, ey, sowas habt ihr noch nicht gerochen. Das steht nicht bei Douglas. Ich liebe Douglas, nicht falsch verstehen, aber das ist wirklich so besonders. Man weiß nicht, wie Schnee riecht, wie Kälte riecht, aber wenn ihr daran riecht, dann weiß man das. Das riecht wirklich, als würdet ihr in den Wald gehen, an der Lichtung stehen. Das Licht scheint durch den Wald. Es liegt Schnee, es ist arschkalt. Und so riecht dieses Parfüm, es ist wirklich crazy. Ich habe auch noch ein anderes Parfüm von Zoologist namens Bad. Und das riecht nach dem Habitat von einer Fledermaus. Also von Fledermäusen. Und wenn ihr das auch riecht, na boah. Das ist, als würde man in so einem Mootregentunnel stehen. Aber lecker. Manche mögen es, manche nicht, aber ja. Ich benutze jetzt mal die Ice Globes. Und danach mache ich deine Augen müde mit etwas Licht. Vorher tunke ich die Ice Globes noch in etwas Schnee, damit sie besonders kalt sind. Okay. Den anderen auch.
Entspann dich. Relax. Relax. Entspann dich. Entspann dich. Relax. Ich habe noch einige Trigger, aber ich glaube, die benutzen wir nicht mehr alle. Ich habe auf jeden Fall ganz viele Lichttrigger mitgebracht. Licht 1, Licht 2, Licht 3. Und Licht 4. Der Trigger, auf den alle verrückt sind auf TikTok, das ist nicht mehr normal, wirklich. Okay. Danach habe ich noch ein paar Orakelkarten. Aber wir starten erstmal mit dem Licht. Ich mache dich damit ein bisschen müde. Und dann erzähle ich dir währenddessen auch noch was von den Rauhnächten. Okay? Lass mich einmal deine Augen checken. Okay, es ist ein relativ helles Licht. Okay. Ich habe letztes Jahr... Schau mal nach oben und nach oben. Okay, und nach unten. Ich habe letztes Jahr bei den Rauhnächten auch mitgemacht. Und das ist so, dass du dir 13 Wünsche auf einem Zettel notierst. Ab heute, ab dem 24. Und dann verbrennst du jeden Tag ein Zettel. Okay. Und du liest sie vorher nicht mehr. Du schreibst das auf den Zettel, klappst es um, liest es nicht mehr und verbrennst es dann jeden Tag. 12 Stück. Und dann hast du noch einen Wunsch übrig am letzten Tag, den 13. Wunsch. Und der um den Wunsch musst du dich selber kümmern. Die anderen Wünsche werden vom Universum übernommen. Und um den 13., den letzten Wunsch, musst du dich selber kümmern. Und also oh mein Gott, die Wünsche werden vom Universum erfüllt, die 12. Den 13. musst du dir selber erfüllen. Und das war richtig krass bei mir letztes Jahr, weil da tatsächlich einer übergeblieben ist, ein Wunsch, den ich die ganze Zeit eigentlich schon habe. Ich bin auch dran, das zu realisieren, aber das geht leider nicht von heute auf morgen. Aber dass genau dieser Wunsch da übrig geblieben ist, das ist für mich immer noch unbegreiflich. Und die anderen Wünsche, die hatten auch überhaupt nichts mit zu tun. Einer war, glaube ich, auch, dass ich einen Camper
werde ich aber nicht sagen. Irgendwann mal, wenn ich mir das erfüllt habe, werde ich euch das sagen. Aber ja, da wäre mal interessant, was bei euch rauskommt. Oder vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht. Klappt das bei euch auch so gut? Lasst mich das mal wissen, gerne. Okay. Ich halte jetzt meinen Mund. Ihr hört ein paar Layered Sounds. Und werdet mit dem Licht in einen Schlaf versetzt. Danach verwende ich noch den Stern und das lila Licht vielleicht auch kurz. Dann die Orakelkarten und dann verabschiede ich mich. Schau einmal in deine Augen rein und check, ob deine Vision okay ist. Look. Lass mich einmal gucken, ob alles gut ist. Schau mal einmal nach oben, nach unten. Schau mal hier hin. Und schau mal hier hin. Okay, sehr gut machst du das. Alles gut. Alles gut. Blick. Sehr schön. Ich komme mal ganz nah an dein Gesicht und gehe auch wieder weit weg. Komm ganz nah an dein Gesicht und weit weg. Nimm einmal dein Augenlid hoch und leuchte da rein. Gucken, ob da alles gut ist. Okay. Ist alles gut? Ist alles in Ordnung? Okay. Das gleiche auf der anderen Seite. Lass mich einmal gucken, ob hier alles gut ist. Okay. Gut. Schau mal hier hin. Nach hier oben. Lass dich nicht von dem lila Licht ablenken, okay? Es ist okay, wenn dein Auge kurz fokussiert auf das lila Licht, aber schau weiter hier oben hin, okay? Jetzt schau mal nach hier unten. Sehr gut. Perfekt. Okay. Schau mal hin und sag mir, wann das lila Licht in dein Sichtfeld kommt. Okay, und nochmal. Okay, und nochmal. Sehr gut, und ein letztes Mal.
neue Energie für die dunklen Tage. Neue Energie für die dunklen Tage. Du schaffst das. Ich weiß, es ist nicht leicht. Habe ich gerade auch nicht, aber wir schaffen das durch die Dunkelheit. Okay. Ich gebe dir den Stern mit. Dann kannst du dir den immer anmachen, wenn du möchtest und an mich denken, okay? Okay. Ach, die hatte ich auch noch. Es wird jetzt schwer, sich zu entscheiden. Möchtest du die Affirmations of Fairy Cats? Das Affirmationsorakel? Oder Mushroom Spirit? Wir können auch alle drei nehmen, wenn du möchtest. Ja? Okay. Dann fange ich mal mit den Affirmations of Fairy Cats an. Zieh mal eine. Diese. Okay. Und zwar haben wir die Karte Patterns gezogen. Bei dieser Karte werde ich dir überlassen, was deine Interpretation ist. Denk mal drüber nach, ob du vielleicht immer in verschiedene Muster verfällst. Oder was dir die Karte sagen möchte, okay. Aber da möchte ich dir nicht reinreden. Und da musst du dir selber Gedanken drüber machen, okay? Okay. Wir ziehen davon noch eine weitere. Okay, diese. Okay. Bei dieser genauso. Ich werde es dir überlassen. Zu den anderen Karten werde ich dir mehr sagen, aber bei diesen möchte ich, dass du darüber nachdenkst. Über die Tiefe der Karten. Okay, Tiefe. Tiefe, Tiefe, Tiefe. Weiter geht's. Das Affirmationsorakel. Okay. Dann zieh mal eine Karte. Diese von hier unten. Okay. Ich bringe Harmonie, Frieden und Liebe zum Ausdruck, steht hier drauf. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wir ziehen davon 3 Stück. Diese. Ich weiß, dass ich belohnt werde, wenn ich mein Bestes gebe. Absolut richtig, sagt er das immer wieder. Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, dran zu bleiben. Aber wenn du wirklich dein Bestes gibst und alles tust, was du kannst, was in deiner Macht steht, dann schaffst du das so und dann wirst du dafür auch belohnt. Noch eine. Diese. Ich höre in mich hinein und handle danach, wie ich gerade wirklich empfinde. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich eine sehr wichtige Karte. Man sollte immer in sich hineinhorchen und danach handeln, wie man gerade wirklich empfindet. Nicht wie irgendjemand anders es gerne hätte. Schau auf dich selber. Wenn du gerade zu emotional auf irgendwas reagierst, warte vielleicht kurz die Emotion ein bisschen ab. Reagier dich ab. Und dann horch nochmal neu in dich hinein.
Aber ich habe das jetzt auch in letzter Zeit immer wieder erfahren. Wenn man auf sein Bauchgefühl hört, ist das einfach das A und O. Weil dein Bauchgefühl, das liegt meistens immer richtig. Und ja, lass dich von anderen Sachen nicht täuschen. Mushroom Spirit. Das sind so wunderschöne Karten. Ich habe die jetzt schon so oft verwendet. Und da ist eine bei, die ist so krass. Ich bin jetzt mal gespannt, welche du ziehst. Also ich habe auf jeden Fall eine Lieblingskarte. Mal gucken. Das ist auf Englisch. Ja. Dann zieh mal eine. Wow. Rosie Bonnet Divine. Die sieht ja toll aus. Nummer 32. Da schauen wir mal nach. Okay. Poisonous. Der Pilz ist poisonous. Rosie Bonnet shares a striking resemblance to Lilac Bonnet, and many find the two indistinguishable. However, there are minor differences. For example, Rosie Bonnet's stem is slighter than its cap. The stem is also usually thicker at its base than at the top. And the whole mushroom is also a little larger, with a marked raised center. In the cap, M. rosea can be found in leaf litter and smells strongly of radish. Interesting. Aber was sagt dir die Karte jetzt? Wir schauen mal nach. There are similarities at play here. Where do you need to look more closely at the finer detail? Wo musst du genauer hinschauen? Hast was im Kopf? There is something you might not be noticing, and when you understand what you're really looking for, it will be easier to identify. You might be making an assumption about something or someone and aren't really seeing the full picture. Make sure you do your research and due diligence in this matter. Really give it a lot of thought. Then when you are certain what you need to look for, put it into action. This card might also mean that you need to help others see what is before them and show them how to look for similarities so they too can find exactly what they're searching for. It could be a time to define what you are looking for. Are you being a bit too vague and need to really look at the finer details? Only when we truly define what is what we want can we manifest it in our lives. Don't be fooled by appearances either. Someone may be trying to be something they are not. There might not be anything wrong with that, but it is always good to understand why. Not everything is as it seems, but that is not always something to be worried about. Keep your wits about you and see what's really in front of you. Looks can be deceiving. Boah, das fand ich eine richtig gute Karte.
nothing is what it really seems. Und auch der Gedanke, dass es auch manchmal vielleicht gar nicht so schlimm sein muss, weil dieser Satz ist eigentlich schon sehr negativ behaftet. Man sollte immer genauer hinschauen und ja, hinter den Zeilen lesen auch manchmal. Also das fand ich eine wirklich gute Karte. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Meine Lieblingskarte ist Rosie Fairy Incap, weil ich das, also es ist so eine krasse Bedeutung. Muss ich dir mal irgendwann anders vorlesen, aber ich bin sicher, dass ich das schon mal in irgendeinem Video hier vorgelesen habe. Nee, Shaggy Incap, glaube ich, nicht Fairy. Shaggy Incap. Ja. Okay. Gut. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar und ein Abo, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Eins, zwei, drei, vier, 5 Sterne. Okay. Ich wünsche euch was. Habt noch ein paar schöne Feiertage. Ich hoffe, es stresst euch nicht so sehr momentan. Es ist nur Weihnachten. Es geht auch wieder vorbei und haltet an den schönen Momenten fest. Okay. Ciao, meine lieben Sternchen.